So, hallo und herzlich willkommen und zurück bei meinem 2.5D und 3D Sidescroller Plattformer. Und was wäre ein Plattform-Game ohne dementsprechende Pickups? Und diesmal werden wir Pickups integrieren. Das heißt aber, wir werden jetzt nicht Blender und GIMP auspacken, weil das würde das Tutorial ein wenig in die Länge ziehen. Und ich habe auf FAB was sehr Schönes entdeckt. Das zeige ich euch. Das ist kostenlos, nicht erschrecken. Hier steht erstmal 99 $. Das heißt, ich zeige es mal von vorne, einfach mal wieder auf FAB und dann auf Unreal Engine und dann suchen wir einfach mal nach Pickups. Ich glaube, das hat man zusammengeschrieben und dann kann man hier einfach mal versuchen, den Preis noch ein bisschen zu drücken. Wir gehen dann beim Preis auf sogenanntes kostenlos und da suchen wir uns dann die Basic Pickups VFX-Set Niagara raus. Und jetzt wählen wir natürlich die Lizenz aus für privat, weil wir sind ja auch privat und dann ist es auch dementsprechend kostenlos. So, und dann können wir das zur Bibliothek hinzufügen und das habe ich natürlich längst erledigt und dann über unseren Epic Games Launcher das Ganze natürlich wieder aktualisieren hier in der FAB Library. Bei mir ist es natürlich schon integriert und dann dem Projekt sozusagen hinzufügen. Gut, ich arbeite mit der 5.5, das heißt, ich muss hier mal alle Projekte wieder anzeigen, selektieren und dann gebe ich mal einen Sidescroller und dann hoffe ich bei meinen Tausenden von Kopien, dass ich hier die richtige finde, die UE 5.5 Production. Genau, das ist sie auch. Und dann muss ich die Version drunter wählen, weil die 5.5 noch nicht erhältlich ist auf FAB. So, dann füge ich das Ganze mal meinem Projekt hinzu und dann kann ich das Ganze auch schon wieder schließen. So, jetzt kommt hier mal die Meldung, wir haben Changes to Source Content Files und da machen wir einfach ganz simpel einen Import und dementsprechend sollten diese Geschichten dann auch schon da sein. Wir sehen hier einen Ordner, der hat einen komischen Namen, SA Pickup Set, aber er ist komplett integriert. Gut, dann kommt mein alter Spleen, Content, rechte Maustaste, Update Redirectors, war in dem Fall nicht notwendig, aber ich habe es einfach mal nebenbei. Ab und zu mache ich das einfach gerne. So, jetzt wenn wir hier reingehen, dann sehen wir hier, dass wir hier FX haben im Folder. Wir haben Emitter und Systems. Die Systems können wir direkt einsetzen und hier gibt es wunderschöne Systeme und hier gibt es natürlich auch diese sogenannten Pickups, die mal super vorbereitet sind. Und ich würde jetzt mal beginnen einfach mal mit einem Health Pickup, damit wir auch wieder Energie kriegen, weil wir haben ja unsere Turtle, die uns sozusagen ja schon Energie abzieht. Und dann würde ich gern noch was haben mit Power oder Energy. Da macht sich das hier ganz nett, dieses Zweier da, dieser Blitz, weil ich hätte noch vor, was einzuführen, dass man zum Beispiel einen Gravity Jump macht oder schneller laufen kann oder eventuell eine Zeitlupenfunktion und dafür braucht man eben diese Energie. So, das Herz bietet sich an fürs Health. Das sind alles Niagara-Geschichten. Ich mache das einfach mal auf. Das ist auch ganz nett. Ich muss es wie immer mal vom anderen Bildschirm einklinken und man sieht jetzt hier, gut, es gibt einen Compile-Knopf, der macht noch Fehler, aber das ist kein Problem, das Ganze funktioniert und so würde das Ganze jetzt ausschauen. Man kann diese Geschichten hier auch ausblenden, das heißt, hier kann man zum Beispiel unten die Ringe wegmachen, hier könnte man das ganz wegmachen von da und dann hätten wir nur noch das Herz. Das könnten wir dann so einstellen oder du machst das so, wie du es gerne hättest. Ich lasse jetzt mal alle drei Optionen an, so dass mein Niagara einfach mal so aussieht. So, dann gehe ich einfach mal zurück auf meine Level Map und jetzt wollen wir uns einfach mal so ein Pickup mal anlegen. Das heißt, wir gehen auf Content, wir gehen auf Blueprints, da haben wir unsere Transport Tube ja schon drin und da machen wir uns jetzt rechte Maustaste einen neuen Folder und den nennen wir einfach mal Pickups. So, den werden wir jetzt mit Doppelklick öffnen und da werden wir dementsprechend gleich wieder einen Ordner machen. Wie du weißt, ich gehe gern über Master Blueprints. So, dann habe ich hier ein Master, aber ich nenne es jetzt nicht einfach nur Master, doch ich nenne das natürlich, den Ordner nenne ich Master, aber das neue Blueprint, das nenne ich natürlich jetzt, das wird ein Actor und das nenne ich dann BP underscore Pickup underscore Master. So, dann habe ich jetzt einen Ordner Blueprints, Pickups, Master und da ist ein Pickup Master Blueprint integriert.
So, dann kann ich mir das schon mal öffnen und jetzt muss ich mir einfach vorstellen, wir haben ja Niagara-Systeme, das heißt, was soll da alles passieren? Wir werden eine Collision Sphere brauchen, weil wenn wir da drüber laufen, wenn wir es berühren, dann wollen wir es ja auch pick-upen, wie es der Name schon sagt. Und gut, es wird wahrscheinlich auch nicht immer Niagara sein können, deswegen baue ich das auch nicht explizit ins Master mit rein. Das heißt, was ich auf jeden Fall mal hier vornehme, das ist einfach mal eine Sphere Collision. Und diese Sphere Collision, die können wir auch mal umbenennen, zum Beispiel in Pickup Sphere. Das wäre vielleicht eine gute Wahl der Waffen. Pickup Sphere und die hat aktuell diese Größe, aber die können wir im Child ja dann sowieso nachträglich noch ändern. Gut, das war es jetzt schon mal mit unserem Master. Die Sphere ist vorbereitet und dann gehen wir zurück auf unsere Level in unseren Content und jetzt können wir hier gleich mal an dieser Stelle ein Child erstellen, das heißt rechte Maustaste, Create Child Blueprint. So, das wird jetzt zum Beispiel mein BP Underscore, was will ich denn machen, Underscore Health, mache ich mal ein Health Underscore Child. So, das wird jetzt erstmal mein Health Child, das heißt dieses Herz, wo wir wieder Energie dazu gewinnen können und das ziehe ich jetzt einfach mal hier rüber in den Pickup-Ordner mit Move hier, dass das Ganze wieder außerhalb vom Master ist. So, dann haben wir hier unser sogenanntes Health Child und dementsprechend möchte ich das Ganze jetzt aktuell mal wieder nicht mit Casting abwickeln. Du weißt ja, ich bin ein Gegner von Casting, wenn ich auch Interfaces benutzen kann. Und deswegen werden wir uns jetzt einfach mal ein Interface erstellen an der Stelle. So, und dazu gehen wir auf rechte Maustaste, wir gehen auf Blueprint und wir gehen auf Blueprint Interface und das nennen wir einfach mal BPI und dann Underscore und dann nennen wir es einfach mal Pickup. So, da haben wir jetzt ein Interface erstellt und per Doppelklick können wir dieses auch schon öffnen. So, Unreal bietet uns die New Function an, hier oben können wir sie auch definieren. Wir haben jetzt momentan, mein Plan ist einfach mal eine Health Function, zum Beispiel die Health Function, wenn man das Herz praktisch sich ergattert, kriegt man was dazu. Das heißt, ich habe hier unter Inputs noch eine Variable hinzuzufügen. Ich gehe hier mal auf Plus und dann sage ich beim Param Name, das nenne ich einfach mal Health Up. Ja, aber es ist auf jeden Fall kein Abzug, sondern ein Bonus. Das wird mein Health Up und das Ganze wird sein vom Typ Float. So, dementsprechend kann ich das speichern und das Schöne an dem Interface, wir können dann immer noch mehr machen. Also ich mache jetzt mal Health und Power, aber wenn wir noch Coins einsammeln wollen, aus irgendeinem Grund unserer Wahl, dann können wir einfach dieses Interface ganz simpel erweitern. Und jetzt machen wir einfach nochmal Add und Add Function und diese Function nenne ich jetzt einfach mal Power. So, dann habe ich eine Function Power und die bekommt natürlich auch wieder einen Input und dieser Input, der nennt sich an dieser Stelle jetzt einfach mal Power Up und ist ebenfalls vom Typ Float. So, damit wäre dieses Interface schon mal erledigt und dementsprechend können wir das Ganze einfach mal schließen. Also wir haben jetzt hier eine Funktion Health mit einem Input Health Up und eine Power mit einem Power Up, beides vom Typ Float. So, jetzt wollen wir das natürlich in unserem Third Person verwenden können. Das bedeutet, wir implementieren das gleich, damit wir es nicht vergessen. Wir gehen auf Content, wir gehen auf Third Person, wir gehen auf Blueprints und öffnen unser BP Third Person Blueprint. So, jetzt müssen wir rüber auf unsere Class Settings hier oben. Und dann haben wir ja die Implemented Interfaces. Wir haben ja schon die Interaction mit drin für die Tube, wo wir schon mal eingebaut haben. Und jetzt adden wir einfach unser BPI und da wird auch schon unser Pickup angeboten. Und dementsprechend gehen wir hier drüben auf Compile und Saven tun wir sowieso automatisch. So, wenn wir jetzt hier links auf Interfaces das Ganze aufklappen, haben wir jetzt auch diese zwei Funktionen Power und Health schon zur Verfügung. Wir können die spaßeshalber auch schon mal implementieren, indem wir einfach rechte Maustaste drücken und Implement Event. So, dann wäre der schon mal da und bei der Health können wir auch sagen Implement Event und dann wären diese beiden Interface Events schon mal bei unserem Player vorrätig.
So, dann sollten wir uns weiterhin um unsere Pickup-Geschichten kümmern. So, dazu gehen wir natürlich wieder auf unser Pickup. Wir haben ja natürlich eine Child-Klasse erstellt. Das heißt, wir gehen auf Blueprints, wir gehen auf Pickups und machen mal die Health Pickup auf. So, da sehen wir jetzt an der Stelle natürlich noch nichts, weil wir benötigen jetzt zum Beispiel bei der Health natürlich dieses Niagara mit diesem Herzchen, hätte ich mir gedacht. Und dazu gehen wir bei Components auf Add und dann geben wir einfach mal ein Niagara und dann Niagara Particle System Component. Ich lasse es einfach als Niagara stehen. Wir können ja irgendwann auch mal ein Static Mesh machen, egal wie, deswegen habe ich es nicht in die Master gepackt. Gut, das ist das Niagara-System und das Ganze nennt sich jetzt kommt die schwierige Frage, aber ich habe es ja auf NS Pickup 3, okay, deswegen habe ich jetzt Glück, dann finde ich es wenigstens gleich und dann dementsprechend brauche ich ein Pickup 3, das heißt, ich gehe hier bei Niagara System Asset auf Pickup und dann habe ich hier bei Pickup habe ich immer noch nichts, Pickup NS, vielleicht sollte ich ein NS davor schreiben, das ist manchmal etwas komplizierter, NS Pickup 3. So, wieso bekomme ich es nicht? Den Unterstrich habe ich nicht mitgenommen. Okay, egal, ich suche es mir. NS Pickup 3 und hier ist mein sogenanntes Niagara-System. So, jetzt können wir wieder mal auf Compile gehen und wir haben die Pickups 4 und die ist natürlich jetzt zu klein und die können wir hier, wir machen das Vorhängeschloss natürlich zu, damit wir alle drei, also X, Y, Z gleichzeitig erhöhen und dann gehen wir jetzt einfach mal auf 3. Dann sind wir hier schon mal sehr groß und drüber. Das ist Geschmackssache. Du kannst natürlich auch eine 2,5 verwenden. Das musst du selber wissen und ausprobieren. Und im Endeffekt können wir diese Pickup-Zone auch ein bisschen höher heben. Und wäre vorteilhaft, wenn wir hier oben praktisch mal das Snapping disablen. Dann können wir das sauber im zweistelligen Dezimalbereich hin und her schieben. So, und dann haben wir hier unsere Pickup-Sphäre schon mal mit integriert und dann gehen wir jetzt mal rüber auf unseren Event-Graphen. So, und jetzt müssen wir uns nur noch um unsere Overlap-Geschichte kümmern. Das bedeutet, wir suchen uns einen freien Platz und bei der Pickup-Sphäre gehe ich auf rechte Maustaste Add Event und On Component Begin Overlap. So, wie du dich erinnern kannst, ich gehe immer über die Tags, das heißt also Actor has Tag. Ich gebe einfach ein has Tag und dann Actor has Tag. Dann dürfen wir nicht vergessen, natürlich auch den Player einzutragen. Wie immer Vorsicht, Groß- und Kleinschreibung beachten, weil jeder Fehler würde keine Fehlermeldung verursachen. Es würde ja wie immer einfach nicht funktionieren. Gut, dann kommt hier ein sogenannter Branch, eine if-Abfrage, ob der Overlapping Actor diesen Tag auch wirklich hat. Und dann brauchen wir nochmal die Geschichte, ob dann wirklich dieser Player auch dieses Interface implementiert hat. Das heißt praktisch, wir fragen nach das Object Implement Interface. So, und das Interface, das heißt bei uns BPI und zwar Pickup. Das wählen wir hier aus, das selektieren wir an und dementsprechend geht es hier weiter wieder mit einer weiteren Branch und dann können wir das Ganze hier wieder verknüpfen. So, dann haben wir uns den Cast mal wieder vollkommen gespart und dementsprechend haben wir ja jetzt das Health Pickup und jetzt würde ich einfach gerne dem Health sozusagen dem Interface in unserem Third-Person-Player das Ganze übermitteln. Das heißt, ich ziehe hier einfach mal raus aus True und dann gebe ich einfach mal Health ein. Ich hoffe, Unreal versteht mich und da kann ich Health Message von BPI Pickup direkt anwählen und dann habe ich das schon da. So, und mein Target wird sein, natürlich, wir haben ja alle Abfragen, der Player ist praktisch der Tag davon, das Interface ist auch vorhanden. Das heißt, wir können vom Other Actor beruhigt hier hinten reingehen in das Target. So, jetzt müssen wir nur noch sagen, wie viel Health bekommen wir dazu. Das heißt, ich gebe jetzt einfach mal 10 dazu. Das ist mal spaßeshalber eine Nummer. Wir werden das, wie gesagt, jetzt dann ziemlich schnell mal ausklammern, weil sonst müssen wir jedes Mal in alle Files rein und dann, oh je, was für ein Damage habe ich, was für ein Health. Und da werden wir irgendwann mal wahnsinnig wahrscheinlich dabei. So, dann wird die Health hier erhöht. Das heißt praktisch, das wird dem Interface übergeben bei unserem Third-Person-Player und danach soll das Pickup natürlich verschwinden und das machen wir jetzt erstmal ganz simpel mit Destroy Actor.
So, dann haben wir diese Sache schon mal herüben und wenn wir jetzt das Ganze mal speichern und auf unseren Third Person gehen, dann können wir hier schon mal die Health-Geschichte, ich tausche das jetzt mal um, ich mache die Health mal nach oben, dann können wir die schon mal verarbeiten. Wir bekommen hier die Health ab rein, das bedeutet diese 10, die wir ja sozusagen hier definiert haben, die kriegen wir hier drüben einfach übermittelt, weil wir haben ja eine Input-Variable in unserem BPI angelegt. So, und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir einfach mal sagen, die Health, gut, dazu brauchen wir natürlich Variablen in unserem Third Person. Und die legen wir uns hier unten links bei Variable an und die nennen wir jetzt einfach mal zum Beispiel Player Health. Bei Health haben wir ja schon als Interface, doppelte Namen dürfen wir nicht haben, deswegen nenne ich es Player Health. Aber macht ja auch Sinn, das ist ja auch der Player und das Ganze wird sein vom Typ Float. So, dann gehe ich hier mal auf Compile. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die Player Health ist einfach zu Beginn full. Bei mir ist es 100. Du kannst jeden Wert nehmen, den du magst. Wir werden mal später auch im UI das alles so kalkulieren, dass auch unsere Progress Bar das richtig anzeigt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass mein Maximum einfach 100 ist und mein Player beginnt mit 100 Health. So, dann mache ich eine weitere Variable und die nenne ich einfach mal Player Max Health. So, das ist meine Maximal Health und wenn ich sie kompiliere, dann kann ich hier drüben auch die Werte eingeben und dem gebe ich auch eine 100, also mehr wie 100 geht bei mir anscheinend gerade nicht. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich dann dazu addieren. Wir haben jetzt eigentlich 100, haben wir sowieso, aber egal, unsere Turtle zieht ja auch wieder was ab und so weiter und so fort. Und das bedeutet, wir müssen unsere Player Health einfach mal reinziehen mit Set und die werden wir jetzt einfach mal setzen. So, und wie setzen wir die? Es wird einfach so sein, dass wir sagen, wir nehmen jetzt sozusagen unsere Player Health heraus und die Player Health, die wir hier haben, die wird addiert. Wir machen ein Plus oder ein Add und da wird das übergebene Health ab, in unserem Fall die 10 übergeben, sodass wir hier praktisch zu dieser Player aktuellen Health 10 dazu bekommen und dann haben wir das Ganze schon mal erhöht um 10. So, jetzt ist aber meine Max Health 100. Ich möchte nicht, dass da 110, 120, 130 rauskommt. Deswegen, wenn ich 100 habe und noch ein Herz aufsammle, bin ich selber schuld, weil dann mehr wie 100 kann ich leider nicht haben. Und deswegen werde ich diese Float einfach mal clampen. Und da machen wir einen Clamp, und zwar einen Clamp Float und dementsprechend ist das die Value, die hier reingeht und 0 ist natürlich das Minimum und das Maximum wird sein unsere Player Max Health. Also 0 bis Player Max Health, mehr gibt es nicht und das ist das, was hier drüben dann gesetzt wird. So, damit wir uns das Ganze visuell auch mal anschauen können, werden wir uns das Ganze ausgeben und zwar über einen sogenannten Print String, den kennst du ja auch. Und dann werden wir da aber nicht nur eine Nummer reinschreiben, weil wir haben ja dann später auch noch unsere Power und so weiter. Das heißt, wir werden jetzt da mal die Ausgabe ein bisschen erweitern mit dem Text und dazu verwenden wir eine sogenannte Append String Funktion. Append String, das gibt es unter String Append und dementsprechend können wir hier bei A einfach mal reinschreiben Health, das ist egal, Doppelpunkt. Ich mache einen Abstand, damit es schöner aussieht und dann kommt die Player Health hier unten rein und dann steht dann Health Doppelpunkt, Leerzeichen und eben die Anzahl unserer Gesundheit und diese Value würde ich dann gerne hier drüben in dem Print String sozusagen einfach mal ausgeben. Gut, jetzt können wir das Ganze eigentlich auch schon mal testen. Also wir haben jetzt hier praktisch die ganze Geschichte sozusagen einfach beim On-Overlap erhöht um 10, aber wir haben natürlich nichts verloren. Wir beginnen ja sozusagen hier mit unserer 100. Wir können ja auch mal mit 50 beginnen. Gehen wir mal auf Player Health, sagen wir mal, wir haben am Anfang jetzt 50, Max wäre 100. Ein bisschen unlogisch, aber zum Testen wahrscheinlich einfacher. Und jetzt legen wir uns einfach mal so ein Herz hier rein. Das bedeutet, ich nehme es jetzt einfach mal, dieses Child, lege es rein und dementsprechend drücke ich die Ende-Taste, dass es unten ist und dann bleibt es auch auf 500, nur meine Monster machen das anscheinend nicht. So, und wenn ich jetzt auf Play gehe und dann, mein Gott, mache ich das Monster mal platt
und so weiter und so fort. Die regen mich jetzt einfach kurz auf, die schieße ich weg und wenn ich jetzt drüber gehe, dann steht hier oben links Health 60. Das bedeutet, wir haben 10 dazu bekommen. So, das haben wir damit schon mal übermittelt. Gut, das wäre jetzt schon mal die eine Geschichte. Jetzt können wir natürlich diese Herzchen noch sozusagen vielleicht ein bisschen auf und ab schwingen lassen. Das ist Geschmackssache, bevor wir uns ein neues Power Child machen. Ich würde sagen, wir bauen mal die Auf- und Ab-Funktion mit rein. Dafür haben wir unser Master. Wir können das Ganze ja wieder steuern über Parameter und deswegen würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Gut, wir haben hier unser BP Pickup Master und da gehen wir jetzt einfach mal in den Event-Graphen hinein. Und von den anderen beiden hier kann ich mich beruhigt trennen, die brauche ich jetzt an der Stelle eigentlich gar nicht und dann gehe ich einfach mal auf Compile. So, jetzt beginne ich hier mal sinnvollerweise mit einer Variable, damit unsere Child das auch aktivieren und deaktivieren können und dazu gehe ich hier auf Variable auf Plus und die nenne ich jetzt einfach mal Move Up Down. Down, Fragezeichen wäre die Idee, du kannst sie natürlich nennen, wie du magst und dementsprechend können wir hier schon mal diese Geschichte hier rausziehen mit Get und dann machen wir hier eine if-Anweisung, einen Branch und dann heißt die Frage, wollen wir das oder wollen wir das nicht und das wird dann über die Child sozusagen geklärt. So, zu Beginn, wir machen mal ein Compile, würde ich sagen, wir wollen ein Move Up Down. Egal, kannst du umstellen, wie du magst, kannst auch explizit für jedes einzelne Child dann einstellen. Das wird wieder alles public gemacht, so wie wir es schon kennen bei den Monstern. Und dann dementsprechend möchte ich nicht, dass die alle gleichmäßig hoppeln, sondern die sollen ein bisschen unterschiedlich auf und ab gehen. Und deswegen mache ich hier noch ein Delay mit ein. Und zwar dieses Delay kriegt einen Random Float in Range, sozusagen Random Float in Range. So, das heißt zwischen 0 und ich sage mal einer Sekunde sollen die irgendwann anfangen zu hoppeln und dementsprechend werden die sich auch unterschiedlich bewegen. Wenn du das nicht magst, musst du das einfach weglassen natürlich. So, wie können wir das Ganze erledigen? Wir haben ja hier drüben sozusagen unsere Childs und da haben wir jetzt unsere Niagara. Die haben wir jetzt nicht drin in unserem Master, das heißt, wir haben hier kein Mesh, wo wir up und down bewegen können. In dem Fall müssen wir einfach versuchen, unseren Actor zu bewegen. Und da gibt es leider nicht diese Actor Rotation, die gibt es glaube ich nicht. Ich probiere es mal. Add Actor oder Location. Add Actor Location gibt es nicht. Es gibt nur ein Add Actor Local Offset. Und das bedeutet der komplette Actor. Gut, dann nehmen wir das, weil es das andere einfach nicht gibt und dementsprechend schiebe ich das schon mal ein bisschen weiter hinter, weil da einfach noch was dazu kommt. Also wir benutzen ein Add Actor Local Offset, Target sind wir selber, das ist der komplette Master Actor. So, und um das irgendwie timegerecht zu steuern, gibt es bei Unreal eine tolle Funktionalität, die nennt sich Timeline und die werden wir jetzt gleich mal benutzen. Wir geben ein Timeline und diese Timeline kommt hier unten und da steht Add Timeline. So, und diese Timeline, die nennen wir jetzt einfach mal Up and Down. Das ist vollkommen egal, da kannst du auch Timeline lassen. Nur, wenn du Lust hast, kannst du sie auch beschriften. So, jetzt gehen wir hier mal rein und jetzt sage ich mal, in der Länge von einer Sekunde soll das Ganze praktisch sich immer nach oben bewegen und in einer Sekunde wieder nach unten. Das ist alles Geschmackssache und dann geben wir einen neuen Track dazu, einen Flow Track. So, jetzt haben wir hier praktisch so einen Graphen und jetzt werden wir hier 2 Punkte einfügen. Du kannst sie auf der Linie einfügen, wo du magst, rechte Maustaste, Add Key und dann sage ich, du bist bei 0 und 0 und das Enter nicht vergessen, sonst wird es nicht genommen. So, und an der nächsten Stelle hier hinten zum Beispiel mache ich noch einen Punkt und ich sage, gut, die Länge ist 1, dann sage ich, du bist an der Stelle Länge 1, bist du die Value 1. So, dann schaut das Ganze schon mal so aus. Wenn man es sauber sehen will, dann kann man hier auch diese beiden Knöpfe drücken. Dann wird das Ganze sauber
herangezoomt und skaliert. So, jetzt können wir den einen markieren und mit der Shift oder mit der Steuerung-Taste, das ist egal, können wir den zweiten markieren. Beide sind blau und dann gehe ich da drauf und dann gehe ich auf die rechte Maustaste und dann sage ich einfach Auto. Das macht man, dass es so ein bisschen einen smoothen Übergang gibt. Das habe ich mal so gelernt. Ich mache es eigentlich immer so. So, dann gehen wir mal auf Compile und jetzt haben wir hier New Track stehen und das möchte ich natürlich nicht. Das wird meine Alpha-Geschichte, wie sich das Ganze auf und ab bewegt oder meine Location und deswegen rechte Maustaste und dann praktisch gehen wir auf Rename und ich sage einfach mal, das nennt sich jetzt mal Location. So, dann nochmal auf Compile und wenn ich auf den Eventgraphen gehe, dann habe ich hier unten einen Output, der nennt sich einfach mal Location. So, beim Update wollen wir natürlich diese Geschichte hier sozusagen adden zu unserem Local Offset, komischerweise, und nicht zu unserer normalen Geschichte von unserer Location, aber egal, das ist leider beim Ektar, hat das einfach eine andere Funktion oder einen anderen Funktionsnamen und jetzt müssen wir einfach das Ganze überblenden. Das heißt, wir gehen ja hier in dieser Timeline jetzt einfach von 0 mal so hoch und dann wollen wir später wieder das Ganze rückwärts wieder runterspielen. Das heißt, es geht hoch und es geht wieder runter und das Ganze im Intervall jeweils von einer Sekunde. So, und dementsprechend werden wir an dieser Stelle einen sogenannten Lerp einführen. Wir brauchen einen Lerp und zwar mit der Position und zwar Vektor. Wir brauchen einen Vektor Lerp, Lerp Vektor, weil wir sind ja in einer Vektorposition und bewegen uns ja nur in Z auf und ab. Und ich werde es jetzt mal minimalistisch machen. Ich sage einfach mal, das eine ist jetzt mal -3 und das andere ist 3. Und die 0000 lasse ich, weil das ja sowieso nur geaddet wird und dann bleiben die Originalwerte ja sozusagen bestehen. Gut, dann können wir die Return Value beruhigt in die Delta Location hinein verknüpfen und jetzt haben wir die Location hier, das ist unsere Timeline, das macht den Alpha, der Alpha bewegt sich zwischen 0 und 1 und schaltet dann zwischen diesen beiden Werten hin und her und das haben wir ja hier so definiert zwischen 0 und 1. So, das wäre jetzt so die Geschichte. Jetzt ist das Ganze aber aktuell bei On-Begin-Play drin, das heißt, es wird einmalig abgespielt und wird nie wieder passieren und deswegen werde ich jetzt beim Finish ein Spaßelement einbauen, damit sich das Ganze immer wieder repeatet. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach mal raus, ich mache jetzt hier einfach mal einen sogenannten Flip-Flop, der ja immer durchwechselt zwischen A und B und dann sage ich, wenn ich da fertig bin bei A, dann möchte ich das Ganze sozusagen reverse abspielen. Und dann, wenn es dann reverse abgespielt wird, soll es wieder umschalten und das B, das spielt dann wieder das Ganze von vorne ab. So, das war die ganze Idee dahinter. Das finished, also nach dem Update von dem Ganzen, wenn das bei 1 angekommen ist, dann wird das Ganze rückwärts gespielt und wenn es wieder da angekommen ist, wird es wiederum vorwärts gespielt. Sieht ein bisschen verwirrend aus, funktioniert aber eigentlich ganz gut. So, dann haben wir das Ganze als Move Up Down schon definiert und dementsprechend, wenn ich jetzt das ein bisschen höher setze, sonst geht es mir ja dementsprechend auch unterhalb einer Supergrid-Geschichte und dementsprechend sieht man auch, dass das jetzt auch auf und ab geht. Gut, jetzt können wir zum Beispiel natürlich noch in unser Health das Ganze integrieren als Variable. Das heißt praktisch, wir gehen auf unser BP Health Child und das machen wir so, wie wir es bei dem Monster gemacht haben. Wir setzen eine Variable und die nennen wir jetzt einfach mal Up-Down, würde ich sagen, Up-Down Fragezeichen und ist vom Typ Boolean. So, Up-Down und das soll an der Stelle jetzt sein True oder False, das liegt jetzt komplett bei dir. Ich sage jetzt einfach mal True, okay, du kannst dich selber entscheiden, wie du magst, aber jetzt müssen wir aufpassen, wir haben hier unseren Master, der das bei On-Begin-Play macht und wenn das hier schon rum ist, dann können wir in unserem Child die Variable setzen, wie wir möchten. Das wird hier gar nicht mehr registriert, weil wir uns hier hinten in dieser Flip-Flop-Schleife permanent dauerhaft bewegen. Das bedeutet für uns, wir müssten das in den Konstruktor schreiben und dazu gehen wir auf unseren Konstruktor und da können wir dann ganz simpel die Geschichte dann ansprechen, eben von unserem Master, das heißt der Move Up Down und dementsprechend können wir hier sagen set
move, set move up down, Fragezeichen und dann unsere Variable, die unserem Child zur Verfügung steht, und die machen wir natürlich auch hier noch eine Auge rein, ein Public, damit wir explizit sagen, dieses Herz soll rauf runter und das andere nicht oder alle oder gar keins, egal wie, aktuell sind sie alle auf True. So, und wenn wir das Ganze nochmal ausprobieren, dann werden wir sehen, es hat sich nichts an der ganzen Geschichte geändert, aber wir könnten das jetzt explizit in unserem Child umstellen oder eben hier im Default unter Details können wir einfach sagen, du bist jetzt einfach kein Up-Down, dann gehe ich auf Speichern und dann würde das Herz hier oben einfach stehen bleiben. So, das wäre jetzt diese Geschichte, dann haben wir das schon mal soweit durch und ich sage jetzt einfach mal, ich lasse dich so wie du bist oder egal wie rum. So, jetzt werden wir uns einfach noch ein anderes Pickup erstellen, ein sogenanntes Power Pickup, und das erledigen wir, indem wir einfach das Health Child sozusagen einfach mal duplizieren. Wir gehen auf Duplicate und das nennen wir natürlich jetzt nicht Child 1, das ist immer so doof zum Umstellen hier. Das nenne ich jetzt einfach Child, dann habe ich den doppelten Namen, dann muss ich diesen Namen hier löschen und dann nenne ich das Ganze jetzt einfach mal Power. So, das wird mein BP Power Child und das einzige, was ich jetzt hier drin ändern muss, ist natürlich, ich habe natürlich das Constructor Script ja mit kopiert, weil deswegen haben wir es ja vorher gemacht. Das einzige, was ich jetzt machen muss, ist das Niagara umzustellen auf diesen Power Pickup. So, dann schauen wir mal, wo er ist. Er ist eins drüber, das ist der Zweier und den können wir uns im Viewport auch anschauen. Der sieht auch ganz gut aus und unsere sogenannte Pickup-Sphere ist eigentlich auch in Ordnung. So, dann haben wir hier das Ganze durchkopiert, aber wir haben natürlich noch eine Sache zu erledigen. Wir werden ja aktuell nur die Health Interface Geschichte aufrufen und deswegen müssen wir uns von dieser hier erstmal trennen. So, und jetzt holen wir uns von unserem BPI Pickup zuerst einmal die Power-Geschichte, das heißt, ich gebe Power ein. Hier sehen wir es auch schon, Class BPI Pickup Power Message, und dementsprechend rufen wir das Ganze dann in unserem Third Person auf und anschließend wird natürlich dieser Actor destroyed, damit man ihn nicht mehrmals aufnehmen kann. So, das Target fehlt, aber das Target können wir beruhigt natürlich vom Other Actor hier verknüpfen, damit das Ganze auch funktioniert. So, dann gehen wir mal auf Compile und Save und wechseln rüber auf unseren BP Third Person und werden jetzt eine ähnliche Geschichte aufbauen wie mit unserer sogenannten Health. So, dazu benötigen wir wieder Variablen. Wir brauchen eine sogenannte Player Power und diese Player Power geben wir nach dem Kompilieren zuerst einmal die Default Value 0, also wir haben jetzt erstmal keine Power, wir wollen erstmal uns eine verdienen und das funktioniert ähnlich eben wie bei dem Health Interface Event und dazu ziehen wir uns einfach mal die Player Power heraus und zwar mit Set, wir wollen sie setzen, weil sie wird ja erhöht. Das ist ähnlich wie oben beim Health, also eigentlich genauso. Und dann nehmen wir die aktuelle Player Power und zu dieser Player Power werden wir jetzt wieder ein Add machen. Ich mache es über das Pluszeichen, ein Add und da kommt diese übergebenes Power Up mit hinzu. Und jetzt schauen wir gleich mal nach, was wir da gemacht haben beim Power Child. Wir haben aktuell noch 0 drin stehen, das heißt, wir übergeben hier auch mal 10 zum Beispiel. Wie gesagt, To-Do ausklammern explizit in einem sogenannten Game Controller. So, hier haben wir jetzt auch mal 10 drin, sonst würden wir 0 übergeben, dann hätten wir überhaupt keinen Effekt. Und jetzt zurück auf unseren Third Person und dementsprechend haben wir das Ganze jetzt erhöht und natürlich darf es dann auch wieder nicht über die Max hinausgehen, weil wenn unsere Progress Bar full ist mit Power, dann können wir auch nicht mehr haben, als wir haben. Und deswegen gibt es an der Stelle auch wieder einen sogenannten Clamp. Und zwar brauchen wir einen Clamp Float und dementsprechend geht der auch wieder mit der Value hier rein und der läuft zwischen 0 und Max ist unsere Player Power Max. Also wir addieren aktuell mal die 10, die drüben vom Interface mitkommen. Also über 100 kann es nicht gehen, weil wir haben ja hier 100 eingetragen. Aktuell haben wir ja 0 und dann haben wir das auch dazu gewonnen.
Gut, dann machen wir hier auch wieder die Ausgabe, das heißt, wir werden hier hinten wieder mal einen Print-String machen, Print-String, und dementsprechend machen wir wieder einen Append-String, Append, String, String, Append, und dann schreiben wir hier einfach mal rein Power, Doppelpunkt, Leerzeichen, macht immer Sinn, damit es nicht gar so komisch aussieht, und dann verbinden wir das, und Unreal übersetzt uns ja die Float dann automatisch in einen String, und dann können wir das Ganze hier drüben wiederum verknüpfen. So, dann hätten wir jetzt hier sozusagen auch unseren Power eingesammelt, und das Ganze können wir natürlich auch gleich mal ausprobieren. Das heißt, wir legen uns auch mal so ein Power Child mit rein. Das geht jetzt aktuell auf und ab. Ich würde sagen, das lasse ich jetzt mal nicht auf und ab gehen. Das bedeutet, ich gehe auf mein BP Power Child und sage einfach beim Updown False, compile und lege mir das ganz simpel einfach mal auf den Boden, und dementsprechend kopiere ich es mit der Alt-Taste einfach mal durch. So, dann kann ich jetzt hier einfach mal rumspringen, und wenn ich jetzt hier drauf steht Power 10, das ist richtig, ich habe 10 dazu gewonnen, und jetzt gehen wir die immer total auf den Senkel, sage ich schon, so schön auf Bayerisch, und dementsprechend schieße ich mal ein paar weg, und genau, und jetzt können wir das Ganze einfach nochmal testen, das heißt, ich habe hier 10 Hard, da habe ich 60 und da habe ich 10 Power, und wenn ich das bekomme, habe ich 20 Power. So, das funktioniert also perfekt aktuell. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wir auch diese Damage bekommen. Die haben wir ja integriert in unser, lass mich nachdenken, in unseren Enemy, und zwar Monster und Blueprints, und das war ja in unserer Turtle Shell verankert. Da haben wir ja das Apply Damage sozusagen auch auf 10, wiederum auszuklammern, haben wir hier implementiert, und das Ganze wird auch von unserem Third-Person-Player hier bei Apply Any Damage sozusagen direkt übertragen, und dementsprechend können wir das Ganze natürlich dann auch an der Stelle auswerten. So, dann trenne ich mich mal von dieser Print-String-Geschichte, und hier wird ja das Ganze übergeben von unserer Turtle. Ich glaube, unser Moskito hat auch eine 10 an Apply Damage, was es übergibt, und dementsprechend müssen wir natürlich auch wieder jetzt die Player Health sozusagen neu setzen. Das heißt, wir gehen raus mit Set Player Health, und das heißt, wir gehen hier rein, und dann müssen wir von der aktuellen Player Health natürlich die Damage abziehen. Das heißt, wir getten it, und dann machen wir einen Subtract. Ich mache mal die Minus, und dann dementsprechend geht die Damage hier runter. So, hier klempe ich nicht, weil in dem Moment, wo ich unter 0 bin, frage ich nachher sowieso nochmal ab, ob ich tot bin oder nicht, und dementsprechend werden wir hier einfach mal die Health trotzdem mal ausgeben. Das machen wir hier mal über einen Print-String wieder, Print-String, und dementsprechend machen wir auch das Append dazu, sonst kennen wir uns bald gar nicht mehr aus, wer was ausgibt. Append String, und dementsprechend schreiben wir hier einfach mal rein Health, damit wir das Ganze wieder zuordnen können. Health, und zwar Doppelpunkt und Leerzeichen, und die Player Health, die geht aktuell in B. So, die Return Value geht in den In-String, und dann sind wir hier schon soweit, und dann, wenn ich da getroffen werde, dann würde ich gerne einfach mal so eine Animation-Montage spielen, wo ich halt einfach gehittet werde. Das macht ja eigentlich auch Sinn, weil ich habe ja einen Damage abbekommen. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach mal rüber und sage einfach mal Play Montage. So, dann haben wir wieder unsere Play Montage, und wie gewohnt müssen wir das Mesh natürlich hier mit dem Skeleton Mesh Komponent verknüpfen, und jetzt müssen wir mal kompilieren, und dann schauen wir mal nach, was wir da haben. Wir haben ja das Ganze von unserem Viking. Ich hoffe, du hast vielleicht andere Animationen. Wie gesagt, ich habe mir ja diese hier besorgt für ungefähr 15 Euro. Sehr, sehr super für alles, was wir auch später machen, oder eben dann Kapitel Nummer 5, Mixamo, hat auch sehr schöne Getting-Hit-Geschichten, die man sich dann auf die gleiche Art und Weise wie in Kapitel 5 beschrieben, dann wieder konvertieren kann. So, ich nehme jetzt das, was ich habe, und das bedeutet für mich, gut, wir haben einmal einen Test gemacht mit dieser Viking-Geschichte, ob die überhaupt klappt. Ich nehme jetzt einfach mal eine Get-Hit, hier steht Get-Hit, und die muss ich konvertieren natürlich wieder
in eine Animation Montage und das mache ich mit Create Animation Montage und dementsprechend wird das Ganze jetzt von Unreal für mich erstellt. So, jetzt habe ich hier meine Animation Montage, die lasse ich gleich mal markiert, dann gehe ich auf meinen Third Person Character und dann kann ich mit dem Pfeil nach links diese Montage einfach mal einspielen. So, dann habe ich diese Montage schon mal da und dann dementsprechend, wenn ich sage on complete, ich lasse einfach mal ablaufen, dann mache ich hier einfach mal einen Branch rein. Da gibt es eine kleine if-Abfrage dazu und die bedeutet jetzt einfach mal, wenn die Player Health kleiner gleich 0 ist, natürlich wenn sie 0 ist, bin ich tot, aber ich bin auch ein Fan davon von less equal, damit ja nichts schief gehen kann, kleiner gleich 0 ist, dann soll ganz groß erstmal dastehen das und das machen wir über einen sogenannten Print String. So, da schreiben wir rein, statt Hello geht es hier einfach mal mit Dead zum Beispiel, mit Ausrufezeichen. So, dann wären wir an dieser Stelle Dead. So, was haben wir gemacht? Wir haben einfach dieses Mal abgezogen. Hier unten gewinnen wir immer dazu mit Plus, mit der Addition. Hier oben wird subtrahiert, ganz klar. Hier printen wir mal kurz durch, was wir haben. Hier gibt es eine kleine Hit-Animation, die aber eigentlich gar nicht so super aussieht. Wir können sie uns auch mal anschauen per Doppelklick. Es macht halt einfach so einen kurzen Schlenker nach hinten. Aber wie gesagt, mehr habe ich nicht, zumindest nicht im Gratis-Bereich und dieses Tutorial sollte ja gratis bleiben. Wenn du was anderes hast, dann gerne hernehmen, kein Thema. Aber immer daran denken, wir brauchen Montagen an der Stelle. So, uncompleted, wenn die Player Health kleiner gleich 0 ist, dann tot, dann wollen wir auch sterben an der Stelle. So, dann gehen wir mal auf Compile und dementsprechend werden wir das Ganze einfach mal testen. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, mich da so durchzukämpfen. Ich gewinne ja hier immer was dazu mit Energy und so weiter und so fort. Ich nehme mal die Pilze hier weg auf der Seite, weil ich habe hier sozusagen einen Enemy, der mich sozusagen auch attackiert und dementsprechend sich ja auch wieder wegdreht, nachdem er mich attackiert. Nee, das tut er noch nicht wirklich. Das bedeutet, ich werde das kurz unterbrechen. Ich gehe mal kurz hier drauf und dann auf Edit. Das ist das gleiche wie beim Content Browser und ich werde im Viewport einfach mal diese Geschichte hier mit dem Line Trace for Obstacles ein ganz klein wenig nach links rutschen und hoffen, dass dann diese Geschichte erledigt ist, dass der dann sozusagen auch wieder umdreht, nachdem er mich attackiert hat. So, jetzt macht er das auch, das ist schon mal sehr schön. Jetzt warte ich mal auf der Seite, jetzt gehe ich wieder rüber, jetzt warte ich kurz und dann attackiert er mich und dreht sich auch wieder um. So, wir haben jetzt Health 40 und jetzt steht oben Dead, jetzt wären wir an dieser Stelle auch schon tot. So, dann werden wir jetzt noch eine kleine Todeanimation einspielen, weil das Ganze wird natürlich später noch wesentlich besser ausgearbeitet, aber wir haben die wichtigsten Komponenten schon drin. Wir übergeben das Ganze per Interface, das Ganze wird im Third-Person-Player verarbeitet und dementsprechend sind wir natürlich immer noch dead. Jetzt haben wir praktisch eigentlich nichts mehr, was wir hier sagen können. Wir haben jetzt Health minus 70 im Angebot. So, aber da mache ich natürlich keinen Clamp, weil wir ja kleiner gleich 0 sowieso tot sind. Aber man sieht schon, allein indem wir nur diese Trace for Obstacle verschieben, haben wir auch plötzlich die Möglichkeit, dass wir diesen Angreifer auch richtig einstellen. So, dann lassen wir unseren Player mal ganz lustig einfach mal sterben. Das machen wir auch noch. Und dementsprechend werden wir erstmal auf den Level gehen und dann auf File und dann auf Save All. So, zuerst trenne ich mich mal von ein paar von meinen Tabs. Das ist mir alles ein bisschen zu viel. Ich mache einfach alles mal zu hier und lasse den Third Person einfach mal offen, weil den werden wir jetzt gleich brauchen. So, dann wechseln wir auf unseren Third Person Character und dann haben wir hier diesen Print String mit Dead und den werden wir jetzt einfach mal entfernen und dann machen wir einfach ein Delay. Das ist jetzt alles Geschmackssache, was ich hier tue. Das heißt praktisch, wir machen hier einfach mal so ein Fast and Dirty Sterben. Wir machen 1 Sekunde dazu und dann holen wir uns den Player Controller raus. Get Player Controller
den gibt es auch an der Stelle, und über den Player Controller können wir die Eingabe sozusagen stoppen, weil das wäre ja doof, wenn er da stirbt und auf den Boden fällt und man könnte mit A und D noch umeinander fahren. Das wäre natürlich ein bisschen unsinnig, und deswegen machen wir hier ein sogenanntes Disable Input. Das können wir an der Stelle auch gleich mal probieren. Da haben wir ein Disable Input und damit sind die Controls ausgeschaltet. So, jetzt bauen wir eine kleine Zeitlupe rein. Das heißt, wir ziehen hier raus und sagen einfach mal Set Global, und zwar Set Global Time Dilation, und die werden jetzt verlangsamen. Das heißt, 1 ist die Originalgeschwindigkeit, 2 ist doppelt so schnell, 0,3, was ich mache, ist praktisch unterhalb eines Drittels. So, und jetzt möchte ich einfach noch eine Todesmontage spielen, das heißt, ich mache eine Play-Montage und an dieser Stelle natürlich wie immer das Mesh in das Skeleton Mesh Component in die Pin mit rein, und jetzt mache ich erstmal ein Compile, damit nichts kaputt geht, und ich schaue mal, ich hoffe, wir haben bei den Viking auch eine Des, hier ist die Des, und dann rechte Maustaste Create, und da werden wir wieder eine Anim-Montage erstellen, und die lasse ich gleich selektiert, weil die werde ich jetzt gleich mit dem linken Pfeil hier einklinken. So, dann haben wir das hier soweit schon mal drin, und dann dementsprechend möchte ich auch noch, dass er mit seinem Skelett zusammenfällt. Das bedeutet, ich werde jetzt von dem Character, ich sage einfach mal, ich gehe raus bei Uncompleted, oder ich lasse ihn gleich während der Animation, könnte lustiger sein. Ich probiere es jetzt einfach mal so. Wir werden sehen, ob wir es noch umstellen müssen. Ich sage mal Set Simulate Physics vom Mesh. Das haben wir dann da, und dann dementsprechend sagen wir da True dazu, und dann wäre dann das Ganze sozusagen schon aktiv. Aber damit er zusammenbricht in seinen Knochen anhand seiner Physics, müssen wir im Mesh nochmal, wir klicken hier links Components Mesh, gehen hier auf die Collision, auf Call, und sagen hier unter Collision Presets Character Mesh, gehen wir einfach mal auf Ragdoll. Also hier bei Collision Presets Ragdoll unter Collision, und damit wäre die Geschichte dann hoffentlich auch schon erledigt. So, dann können wir das Ganze einfach mal ausprobieren. Ich werde jetzt einfach auch mal ein bisschen was einsammeln und ein bisschen was kaputt machen, weil das soll ja einfach ein Test werden. Und dann werde ich da mal die ganzen anderen Pilze abschießen. Jetzt schaue ich mal, der wird sich umdrehen, wird mich natürlich töten. Wo bin ich denn gerade? Bei 40, bei 30, das ist nicht so erquickend. Das heißt, ich springe mal runter und schaue mal, ob meine sogenannten Moskitos mir auch wehtun können. Ja, jetzt bin ich bei 20, da springe ich jetzt mal drüber, und jetzt nochmal, und jetzt bin ich dann irgendwann bei Des hoffentlich. Health ist 0, und jetzt kommt die Zeitlupe, und mein Ragdoll und mein Character stirbt und fällt nach unten. Das ist so die erste Wahl der Waffen. Man sieht, das Game ist auf 0,3 Geschwindigkeit eingestellt. So, das war es jetzt an dieser Stelle. Da haben wir jetzt schon mal ein bisschen was implementieren können, zumindest was die Pickups mal angeht, weil die sind extrem wichtig, weil wir wollen ja noch Sonderfunktionalitäten integrieren, und ich hoffe, es hat dir wie immer Spaß gemacht. Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen, und dann bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.